Ich habe eine große Kiste Märklin-Blechbrücken bekommen bzw. ersteigert. Das Ganze hat mich 85 € gekostet, inklusive Versand. Bis auf 2 oder 3 Teile sind alle noch original verpackt in verschiedenen Blautönen der Verpackung. Bei den Pfeilern sind noch ein paar gelbe Packungen noch dabei. Die ganzen Brückenteile sind alle komplett in Ordnung. Ich glaube, bei einem habe ich gesehen, dass unten dieses Gitter, was nach unten geht, bei den Rampenstücken etwas verbogen ist bzw. abgetrennt ist. Der ganze Rest ist in Ordnung. Es ist kein Rost. Sie sehen richtig gut aus. Der Großteil ist wahrscheinlich noch nicht eingebaut gewesen. Und es handelt sich hierbei um die Variante mit dem Punktkontakt-Mittelleitern, die ab 1957 produziert wurden von Märklin, bis in 1970, wo sie dann im Grunde von den Kunststoffbrücken abgelöst wurden. Hier habe ich dann einmal die Abbildung aus dem 1957er Katalog und links oben die Bogenbrücke. Ich denke, die hat jeder schon mal gesehen, der irgendwo eine Märklin-Anlage gesehen hat. Selbst die neueren Kunststoffbrücken sehen ja im Grunde genommen eigentlich Märklin-typisch genauso aus. Unten drunter haben wir die Gitter- oder Vorflutbrücke, dann haben wir eine Vollträgerbrücke, dann haben wir ein gebogenes Rampenstück, ein gerades Rampenstück und unten die Pfeiler einmal auf der linken Seite in 30 mm, der kleinere in 6 mm und unten noch die Unterlegplatte, um das Ganze dann auf der Anlage zu befestigen. Ich habe das Ganze dann aus dem Karton ausgepackt, hier alles mal sortiert. Hatte selber noch 2, 3 Teile aus früherer Zeit, da bin ich allerdings auch nie zum Aufbauen gekommen, weil es auf meine kleine Anlage bis jetzt noch nicht gepasst haben. Und um was es sich handelt, das zeige ich euch jetzt. Ich fange mit den Pfeilern an und auf der linken Seite seht ihr hier von der 7064, das sind 20 Pakete mit jeweils 2x 30 mm Pfeilern drin. Weiter rechts auf der Seite dann die 7065, das sind dann 8 Pakete mit jeweils 10 mal den 6 mm Pfeilern drin. Und auf der ganz rechten Seite seht ihr die 7066, da gibt es dann 2 Pakete mit jeweils 10 3 mm starken Unterlegplatten. Die Besonderheit bei den 7066er Unterlegplatten ist, dass wir hier in der Mitte ein Befestigungsloch haben. Anfangs dachte ich, man kann diese Unterlegplatte vielleicht weglassen, aber durch die Befestigung kriegt das dann wahrscheinlich erstmal eine richtige Stabilität und die Pfeiler bleiben nachher an Ort und Stelle stehen, sodass diese Unterlegplatten dann hier dann doch sehr sinnvoll sind. Und hier habe ich dann mal die 30 mm Pfeiler rausgezogen und das ist der größte Nachteil von diesen alten Kunststoffpfeilern in dieser Höhe, denn sie verziehen sich relativ stark, dadurch, dass die Weichmacher hier einfach rausgehen, obwohl diese Pfeiler meiner Ansicht nach noch nicht montiert waren. Reicht völlig aus, wenn sie in der Schachtel liegen und dann sich einfach komplett verwellen. Da hätte man wahrscheinlich von Märklin aus unten ein komplettes Kreuz zur Versteifung nochmal mit eingießen oder ziehen müssen. Ich weiß nicht genau, wie das damals produziert wurde. Auf jeden Fall, wenn ich sie dann irgendwann mal montieren werde, ist es wahrscheinlich so, dass man das vielleicht mit dem Föhn versuchen kann zu erwärmen, aufeinander zu packen, am besten zu verkleben und an Ort und Stelle dann definitiv auf der Anlage zu montieren. Das ist wohl dem Herstellungsprozess bzw. dem Material geschuldet und daran kann man dann nachträglich ja nichts mehr ändern. Ich selbst hatte mir vor ein paar Jahren schon mal 2, 3 Pfeiler da besorgt und wir haben das mal grob im 3D-Drucker nachkonstruiert. Das ist jetzt von der Optik her nicht perfekt, aber vom System her funktioniert es eigentlich ganz gut, sodass man diese älteren Pfeile, die dann vielleicht so verzogen sind, dass man sie gar nicht mehr verwenden kann, problemlos im 3D-Drucker sich nachbasteln kann. Wir haben jetzt hier oben diese Befestigungsnöppel, wo die Brücken eingehängt werden, direkt weggelassen. War so wesentlich einfacher zu konstruieren, aber im unteren Bereich sind diese Pfeiler nachher dann einfach voll zu verwenden. Da sind noch ein paar kleine Detailarbeiten nötig, aber ich denke, dann kann man diese alten Pfeiler durch diese 3D-gedruckten Dinge dann ersetzen. Dann habe ich als nächstes hier 12 Pakete, wo jeweils auch 2-mal die 7167 drin ist. Das heißt, das ist die gebogene Rampe, die entspricht dann dem 5100er Bogen. Und auf der rechten Seite gibt es insgesamt sogar 7 Pakete von der 7168, dem geraden Rampenstück, wo wir auch jeweils 2 Exemplare dazu sozusagen in der Packung haben. Auf der linken Seite haben wir dann einmal die 7161, die Vollträgerbrücke. Und auf der rechten Seite die 7162, das ist dann die Gitter- oder die sogenannte Vorflutbrücke und die war dann 3-mal hier im Paket vertreten. Und hier haben wir dann 3-mal die 7163, die sehr markante Bogenbrücke und das ist dann die Brücke, die auch hier 2-mal die 5106er Länge hat mit 18 cm, das heißt die Brücke hat hier 36 cm, die anderen geraden Brücken entsprechen immer der 5106, immer dem 18 cm
Standardgleis von Märklin, sodass man hier da keine großen Probleme hat, die Brücken in die normalen Gleisgeometrie hier irgendwo mit einzubauen. Diese Variante der Blechbrücken wurde so bis 1970 so produziert von Märklin. Ab 1970 wurden sie dann von den Kunststoffbrücken abgelöst. Ich habe hier ein Bild aus dem 1970er Katalog raus und der größte Vorteil dann für mich, den die Kunststoffbrücken hatten, ist, dass Märklin hier ab 1970 direkt einen Parallelkreis fürs K-Gleis angeboten hat. Und ab 1971, da stammt jetzt dieses Bild aus dem Katalog, hat Märklin dann unter der 7269 auch den Parallelkreis für das alte Metallgleis nochmal aufgelegt, sodass man ab hier die Möglichkeit hatte, wenn man zweispurig unterwegs war, auch wirklich zweispurig in den Bogen zu gehen, was bei den Metallbrücken leider nicht der Fall war. Ich habe da bis jetzt noch nicht so wirklich drauf geachtet. Wenn das irgendjemand anders gelöst hat, würde mich das sehr interessieren. Aber ich glaube, es war früher nicht möglich, oder mit einem Parallelgleis in den Bogen zu gehen und den Abstand hier zu halten. Aber wenn da irgendjemand wer weiß, dann wäre es schön, wenn mir es in die Kommentare schreibt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, ob die Möglichkeit noch irgendwie bestand. Hier habe ich dann nochmal ein Bild aus dem Märklin-Katalog rausgezogen und da seht ihr auf der rechten Seite, wie die großen Bogenbrücken hier parallel stehen. Denn ich dachte immer, dass die Brücken nachher direkt aneinander kommen. Aber hier kann man sehen, dass das ungefähr, 1,5 bis 2 Zentimeter Abstand hat, sodass im Grunde genommen hier zwei Brücken komplett parallel geführt werden und auch die Stützen unten dadurch komplett getrennt sind. Und es ist nicht so, wie ich dachte, dass die Brücken hier parallel direkt aneinander gehängt werden. Für mich ist das jetzt hier erstmal der Grundstock für meine dann hoffentlich in 2 Jahren größer aufzubauende Bahn, wenn wir hier dann endgültig umziehen werden. Ich werde das Ganze jetzt schön in einen großen Karton packen, werde es hier verstauen, gucken, dass ich da vielleicht noch das eine oder andere Teil günstig irgendwo dazu bekomme. Und vor allen Dingen ein paar von den großen Bogenbrücken wären dann noch interessant. Da ich aber noch nicht weiß, wie die Anlage dann irgendwann aufgebaut wird, hat das keine Eile. Und die Sachen werden von mir jetzt erstmal verpackt. Und das war es dann hier auch von mir mit meinem Video von den Blechbrücken. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder zu ergänzen ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich freuen. Gerade was den Parallelkreis angeht, würde mich interessieren, denn meiner Ansicht nach gibt es hier wohl keine Möglichkeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.